In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Kronbären spült. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Ich fange zunächst an, den Kronbären mit einem Pinsel vorzulegen. Dafür habe ich ein stark verdünntes Sepia angemischt von Rohr und Klinger. Ich habe 1 Tropfen Farbe genommen und 6 bis 8 Tropfen Wasser. Ich arbeite, da ich später wieder radieren werde, auf einem Artboard. Das ist ein Airbrush-Karton, auf dem man besonders gut radieren kann. Der ist ziemlich robust, robust, und man kann auch sogar da drauf kratzen. Das werde ich hier zwar nicht anwenden, aber einfach nur mal erwähnt. Bei dem Kronbären wird das so sein, dass der natürlich sehr stark reflektiert. Und bei Reflexion arbeitet man viel eben mit Gegensätze, also gegensätzliche Farbtöne. Einmal sehr starke Dunkelheiten und sehr starke Helligkeiten, damit das auch wirkt, als wäre es eben eine Spiegelung. Ich habe hier einen Pinsel der Stärke 0 verwendet von Da Vinci. Wichtig bei der Pinselarbeit ist nur, dass ihr einen Pinsel auf jeden Fall verwendet, der vorne auch noch eine Pinselspitze hat. Es darf hier keine ausgefranste Pinselspitze sein, dann klappt das nämlich nicht mit den feinen Linien natürlich, so einmal als Tipp. Zudem achte ich jetzt hier auch darauf, dass ich nicht zu feucht arbeite mit dem Pinsel. Das heißt, ich habe hier immer ein Küchentuch noch liegen und unnötige Farbe bzw. unnötige Feuchtigkeit tupfe ich einmal weg oder streife ich einmal ab von der Pinselspitze und dann verwende ich erst den Pinsel quasi auf dem Maluntergrund. All das könntet ihr auch airbrushen natürlich. Mit dem Pinsel geht das jetzt einfach schneller. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Wenn ihr allerdings nicht Pinselarbeit bevorzugt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das mit Aquarellstiften zu machen. Die eignen sich auch super dafür. Kann ich euch nur empfehlen, die von Faber-Castell. Jetzt sind wir schon auch auf der rechten Seite von dem Kronbär. Ich bin gespannt, wie ihr diesen dann findet vom Ergebnis her. Ich habe ja diesmal nicht gespoilert. Ihr seht das ja zum ersten Mal dann hinten. Also bleibt unbedingt dran, damit ihr das Endergebnis seht. Und hinterlasst mir das mal in den Kommentaren, wie ihr diesen denn findet. Wenn ihr übrigens mit den Pinsel dunklere Flächen noch anlegen möchtet, dann wiederhole ich einfach nur einmal die Linien dort, wo es einfach dunkler sein soll. Das seht ihr hier aber auch nochmal schön, dass ich dann einfach nochmal drüber gehe. Will ich dann aber auch noch flächigere Linien ziehen mit dem Pinsel, dann drücke ich einfach mehr auf dem Maluntergrund mit dem Pinsel drauf und dann passt das von der Flächigkeit her. Will ich feinere Linien ziehen, dann achte ich natürlich nur darauf, dass ich mit der Pinselspitze tatsächlich nur arbeite. Ja, hier lege ich im Grunde genommen den Bauch an, beziehungsweise gleich kommt ja auch der Hals dran und noch ein Stück Rücken. Also das ist quasi so eine Büste vom Bären sozusagen, ja. Und ja, die Dunkelheiten, wie ihr seht, die lege ich jetzt auch nochmal deutlicher an, gehe da häufiger drüber mit dem Pinsel und auch die feineren Linien zwischen den Reflexionen, die hebe ich jetzt auch nochmal hervor. Jetzt geht es weiter mit dem Rücken, beziehungsweise auch noch mit dem Hals. Hier hat der Bär auch viele Reflexionen, die zeichne ich jetzt einmal wieder schwach vor mit dem Pinsel und die Dunkelheiten, die werde ich dann einfach nochmal überpinseln und nochmal überpinseln, wenn es notwendig ist. Nachdem wir das jetzt hier unten am Hals fertig gemacht haben, einmal diese Falten eingearbeitet haben, geht es jetzt oben zum Kopf weiter. Da habe ich jetzt auch hier einen kleinen Sprung drin, habe ich festgestellt, sorry dafür. Aber dann wird es halt auch nicht zu langweilig. Jetzt geht es hier mit den Augen und mit der Nase weiter.
Da sind ziemlich starke Reflexionen drin. Die werde ich jetzt auch erstmal mit dem verdünnten Sepia anlegen. Und dann geht es gleich weiter, wieder die Dunkelheiten auszuarbeiten. Und wenn das gleich geairbrushed wird, also ich werde hier natürlich auch alles mal wieder überbrushen sozusagen, dass das eine zusammenhängende Fläche wieder gibt. Jetzt sieht das alles ziemlich noch einzeln aus und ein bisschen verloren aus, aber das wird sich gleich noch ändern. Also bleibt unbedingt dran, damit ihr das nicht verpasst. An dieser Stelle möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen. Also ich hatte wieder in den Kommentaren stehen, wo ihr das Artboard, also diesen Airbrush-Karton bekommt. Da gibt es ja zahlreiche Anbieter. Googelt einfach Artboard Airbrush-Karton und dann werdet ihr auf jeden Fall was dazu finden. Ja, und dann könnt ihr dort das Ganze bestellen. Wichtig nur dabei ist, den gibt es meistens in 5er-Packs. Dann könnt ihr den eben nur 5 der Stückanzahl kaufen. Den gibt es jetzt nicht als Block oder ähnlich. Also wirklich nur als einzelne Kartons in einem kleinen Format. Das ist so die Größe DIN A4 circa. Und im größeren Format, das hat schon 50 x 70 cm, meine ich. Ne? Nagelt mich darauf aber nicht fest. Hier den Bären zeichne ich übrigens auf einen DIN A4 Karton, also auf einen kleineren Karton. Ne, sieht er auch relativ hier, wie klein das ist, das Verhältnis hier vom Auge zur Pinselspitze, also doch relativ klein. Das heißt auch gleich, wenn ich mit der Airbrush-Pistole arbeite, werde ich dann auch sehr dicht am Maluntergrund dran gehen, damit ich auch das schön ausarbeiten kann. Das Airbrush-Tutorial hier seht ihr übrigens in 10-facher Geschwindigkeit. Ja, der Bär hat tatsächlich doch schon ein paar Stunden in Anspruch genommen, also so ungefähr, wenn ich jetzt die Pausen abziehe, 6 Stunden, wenn nicht sogar 7 Stunden, ne? Also doch schon ein bisschen länger. Und das Ergebnis lässt sich später auf jeden Fall sehen. Das ist hier auch noch immer derselbe Farbton, ne? Also noch immer das Sepia von Rohr und Klinger. Das habe ich ja stark verdünnt ja, hier genutzt auf jeden Fall, damit ich das hier auftragen kann. Übrigens auch ohne Medium, also ohne Haftungsvermittler. Ich habe erst überlegt, Medium zu nehmen, weil ich ja auch später den Bären abklebe. Er wird einen dunkleren Hintergrund bekommen. Ich habe mich allerdings aber dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, okay, das Wetter ist ja auch nicht so heiß jetzt gerade, ne? Ist ja eher kühl. Und da sollte der Maskierfilm nicht irgendwie Farbe abreißen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt und ihr könnt auch mal gespannt sein. So, ihr seht jetzt auch hier, der Bär nimmt jetzt ein bisschen Form an. Ne, ihr seht jetzt auch ungefähr, wo die Reflexionen sind, wo die Spiegelungen sind, wo die Dunkelheiten sind. Ne, das habe ich ja jetzt alles schön vorgelegt. Und gleich geht es zum Airbrushen über. Beim Airbrushen nehme ich jetzt hier eine flexible Schablone zur Hilfe. Wenn ihr eine Schablone nutzt, so als Tipp, ich achte nicht immer darauf, weil es kann ja sein, wenn ihr die Schablone nutzt, die ist ja ziemlich glatt, dass da ein bisschen Farbnebel drauf gesprüht wird und dass das doch ab und an mal ein bisschen feuchter wird als sonst. Und wenn ihr dann versehentlich die Schablone umdreht, mit der falschen Seite quasi auf dem Maluntergrund seid, dann habt ihr ganz blöde Farbmuster, die eigentlich nicht dahin gehören. Also
Was ich damit sagen will, schaut einfach mal genau hin, welche Seite der Schablone eben ihr besprüht und dann dementsprechend die andere Seite verwenden für den Maluntergrund. Sonst habt ihr manchmal hier ein kleines Desaster. Ja, ich nutze jetzt hier meine 023er Düse, die Customer Micron von Iwata nutze ich hier. Mit der kann ich sehr feine Linien sprühen. Das ist ja relativ klein, das Projekt, was ich jetzt hier sprühe. Und da habe ich auf jeden Fall denselben Farbton drin. Sorry, Frosch im Hals. Auf jeden Fall allerdings ein bisschen weniger Wasser. Also sprich, ich habe da 3 Tropfen Wasser genommen und 1 Tropfen Sepia. Ja, und hier mit der Schablone, warum ich denn mit der Schablone einfach arbeite. Ach je, ich sollte mal gleich was trinken. Das liegt einfach daran, dass ich hier auch härtere Kanten dann einfach ziehen kann. Ihr könntet das natürlich alles abkleben. Ja, da habe ich mir gedacht, eine Schablone tut es jetzt hier auch. Ihr könntet diese Schablone auch fixieren mit Magneten, weil ich arbeite ja auch immer auf einer Magnettafel. Ja, dabei ist es wichtig, dass nur die Schablone nicht zu glatt ist, weil dann kann das sein, dass die Magnete auch sich verschieben. Ja, und jetzt habe ich einen weichen Radierer, einen Radierstift von Faber-Castell verwendet, um die Helligkeit ein bisschen auszuradieren. Jetzt habe ich auch mal tatsächlich die weiße Seite genutzt, weil die einfach härter ist. Genau, und jetzt bearbeite ich einmal ein bisschen die Helligkeiten sozusagen, ja, und die Dunkelheiten. Ja, ihr seht das auch, das Sepia ist schon schön dunkel, im Gegensatz zu vorher mit der Pinselspitze, was ich eben aufgetragen habe. Ja, und da das auch so ein kleines Format ist, gehe ich da auch relativ dicht dran am Maluntergrund. Ne? Jetzt hier auch bei der Schablone achte ich darauf, dass ich nicht möglichst von der Seite sprühe. Das klappt nicht immer. Ich habe mich ja immer ein bisschen mit der Sprühtechnik zur Seite sprühend eben eingeschossen. Ja, und bei der Schablone mache ich das auch. Das ist allerdings blöd, wenn man das so macht, denn dann kann das sein, dass unter die Schablone eben der Sprühnebel sich verdrückt und das wollen wir natürlich vermeiden. Ne? Deshalb möglichst immer zur Maluntergrund senkrecht dann auf die Schablone sprühen. Dann hat man auch nicht das Problem mit dem Sprühnebel, dass der unter die Schablone gelangt. Und zwischendurch ist das auch von Vorteil, das mache ich auch nicht immer, muss ich gestehen, das seht ihr auch, dass ich das jetzt hier nicht gemacht habe, dass die Schablone mal zwischendurch auch gereinigt wird und dann gut mit einem Küchentuch trocken gerieben wird. Das klappt ganz gut mit einem normalen Glasreiniger, also den nehme ich zumindest immer. Klappt aber auch mit Airbrush-Reiniger, da könnt ihr auch eine Schablone reinigen, sehr gut. Und vor allem mit dem Küchentuch. Ja, gut abreiben, wichtig, vor allem trocknen lassen die Schablone. Ansonsten ist das natürlich auch wieder blöd für den Maluntergrund. Ja, und jetzt seht ihr erstmal, wie die Reflexionen auch schon wirken, also dieses Dunkle zu dem Hellen. Ne? Also das ist auch wieder so ein Wechselspiel zwischen Airbrushen und wieder ausradieren. Den Sprühnebel, den trage ich jetzt hier einmal wieder ab. Und gleich geht es auch weiter wieder mit der Schablone, dass ich dann hier die harten Kanten eben sprühe. Ja, das könnte man natürlich auch alles freihand machen. Allerdings ist das auch aufwendiger und auch tatsächlich natürlich schwieriger. Wenn ihr das nachsprühen wollt, dann empfehle ich auch ein größeres Format erstmal zu nutzen, vor allem wenn ihr relativ noch am Anfang steht, denn je größer das Format ist, ne, also wenn ihr das jetzt beispielsweise auf DIN A3 macht oder auf DIN A2, desto besser ist es und desto einfacher ist das natürlich mit der Sprühpistole. Es ist dann einfacher umzusetzen. Ja, am Farbton ändert sich jetzt nichts, außer dass ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen dunkler geworden bin und jetzt geht es mit dem oberen Bereich weiter.
Überall da, wo ich jetzt mit dem Pinsel eben dunkel vorgelegt habe, werde ich jetzt noch einen Ticken dunkler. Und ihr seht schon mal schön, wie auch die Pinselstreifen, ne, also dieser Abdruck vom Pinsel eben verschwindet. Dadurch, dass ich eben das Ganze, die Fläche eben überbrushe. Und dann sieht das aus wie aus einem Guss, sag ich einfach mal. Wenn ihr dicht am Maluntergrund arbeitet und ihr habt eine sehr kleine Nadel drin, ja, und mit kleiner Düse vielmehr, dann ist das umso wichtiger, dass vorne auch die Nadelspitze immer sauber ist. Deshalb zwischendurch, also wenn ich mal immer hier mit der Airbrush-Pistole aus dem Bild verschwinde, dann mache ich wirklich den Tip-Dry weg. Also an der Nadelspitze die Farbansammlung mache ich da weg. Denn je dichter ihr, wie gesagt, am Maluntergrund dran arbeitet, desto weniger verzeiht ja, das Objekt eben Fehler mit der Airbrush-Pistole. Ja, hier gehe ich jetzt auch noch dichter dran, unter der Nase die Dunkelheiten ausarbeiten, das Nasenloch jetzt hier nochmal ausarbeiten und dann arbeite ich jetzt wieder mit der Schablone ein bisschen. Genau, und dann wird das dann hier auch ein bisschen Form annehmen. Hier arbeite ich auch mit einem kleinen Verlauf ne, auf kleinsten Raum. Normalerweise gehe ich ja ein bisschen einen Tick weiter weg vom Maluntergrund, wenn ich mit einem Verlauf arbeite. Bei dem kleinen Format gehe ich jetzt natürlich nicht so weit weg, um diesen Verlauf eben einzuarbeiten. Alle Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und freue mich total riesig darüber. Vielen Dank an diejenigen, die das bereits machen. Ihr seid echt super und unterstützt so mich und natürlich meine Arbeit und den Kanal. Vielen Dank! Ach, und noch ein wichtiger Hinweis, bevor ich es vergesse: Wenn ihr darüber bestellt, habt ihr dadurch keinerlei finanziellen Nachteil. Und nochmal kurz Werbung in eigener Sache: Wenn euch die Airbrush-Technik zusagt und interessiert und ihr wollt noch mehr coole Airbrush-Videos haben, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und denkt an die Glocke. So, und gleich kommt auch Farbe ins Spiel. Also jetzt sind ja soweit erstmal die Dunkelheiten, die Reflexion eingearbeitet. Jetzt setze ich hier noch die ein oder anderen Feinheiten und mache es noch ein bisschen dunkler. Ne, damit es auch ziemlich harte, krasse Kanten gibt, weil der reflektiert ja ziemlich stark. Das wird übrigens Goldchrom sein. Genau, und ich hoffe, das gefällt euch. Hinterlasst es mir mal in den Kommentaren. Ich bin total neugierig. Ein kleiner Spoiler-Alarm, Anja und Anja, also wir beide, wir haben uns was Cooles überlegt, ein tolles Format. Da sind wir auch schon ein bisschen aufgeregt und ich hoffe, euch wird es gefallen. Mehr werde ich aber nicht verraten. Also schaut es euch auf jeden Fall demnächst an. Um die harten Kanten jetzt auch ein bisschen aufzuweichen, gehe ich jetzt nochmal dementsprechend Freihand drüber. Da, wo es dann wieder härter sein soll, da natürlich dann wieder mit der Pistole, mit der Schablone, wollte ich sagen, mit der Airbrush-Pistole und der Schablone natürlich. Ja, der Bär nimmt jetzt hier ein bisschen Form an. Jetzt werde ich nochmal hier hinten rechts einmal den Rücken sprühen. Wie gesagt, der kriegt auch gleich noch einen dunkleren Hintergrund, aber da werde ich noch einen Trick 17 machen. Da werdet ihr dementsprechend auch sehen, wie der sich dann vom Hintergrund einmal abhebt. Und das sieht richtig cool aus. Deshalb schaut euch mal das Ergebnis an. Ich bin gespannt. Und endlich ist es soweit. Der Bär kriegt einen Farbanstrich und hier habe ich Brasilbraun verwendet.
Das allerdings ein bisschen verdünnt, und zwar 3 Tropfen Wasser und 1 Tropfen Brasilbraun. Überall da, wo es intensiver sein soll mit Brasilbraun, da gehe ich auch dichter dran an den Beeren. Überall da, wo das wirklich nur leicht übernebelt sein soll, da gehe ich weiter weg zum Maluntergrund. Das seht ihr auch hier schön. Und gleich kommt noch eine andere Farbe dazu. Ich habe mir eine neue Farbe zugelegt von Schminke, das Teak. Das sieht richtig cool aus. Und das seht ihr jetzt hier gerade. Das ist so eine Mischung, finde ich, aus ja, braun, also schon ein Braunton, Sienna gebrannt, also so ein rötlicher Ton hat es noch. Sieht richtig cool aus. Also hier seht ihr dann auch hier diesen rötlichen Touch, das ist dieses Sienna gebrannt. Nein, ich meine natürlich Teak ist das. Schminke Teak, so heißt die Farbe. T-E-A-K geschrieben. Das mit dem Hintergrund, das erspare ich euch jetzt gleich, ne? Also ihr werdet das Ergebnis jetzt gleich einmal sehen. Und bin gespannt, wie es denn wird. Das Abkleben habe ich übrigens auch einmal so gemacht. Wer Interesse hat und das sehen möchte, es gibt viele Tutorials auf diesem Kanal, wie ich denn Sachen abklebe, ausschneide und so weiter. Das könnt ihr in den anderen Videos dann euch anschauen. Jetzt übernebel ich alles noch mit dem Brasilbraun. Wieder auch ein bisschen weiter weg vom Maluntergrund, damit auch alles wieder zusammengehört und am rechten Fleck ist. Und da wir jetzt mühselig die Farbe aufgetragen haben, werden wir sie mühselig wieder runterholen mit einem Radierer von Faber-Castell. Die Helligkeiten werden jetzt einmal nochmal ausradiert von mir, damit es auch schön Reflexion oder nach der Illusion der Reflexion aussieht. Wie versprochen noch der Pro-Tipp, damit der dunkle Hintergrund sich vom Bär zum dunklen Bären abhebt, habe ich eine kleine Lichtkante gelassen beim Ausschneiden. Schaut es euch an!